Und da sind wir wieder. Schön, dass Sie bei uns sind. Also Tabellenführer gegen den Tabellenzweiten in der Fußball-Bundesliga. Und natürlich, da wo Topspiel draufsteht, steckt auch Topspiel drin. Der FC Bayern hat also morgen Abend den amtierenden Meister Bayer Leverkusen zu Gast. Die Bayern sind ziemlich optimal in die Saison gestartet. Das Team von Trainer Vincent Kompany hat als einzige Mannschaft alle 4 bisherigen Bundesligaspiele gewonnen. Und die Bayern könnten sich auch bereits einen Vorsprung von 6 Punkten auf Leverkusen herausspielen, wenn es denn gut läuft. Denn Bayern 04 hat schon eine Niederlage kassiert. In der Meistersaison hatte Leverkusen ja bekanntermaßen kein einziges Bundesligaspiel verloren. Und über diese außergewöhnliche Partie müssen wir sprechen. Christian Beifuß nun bei mir aus unserer Sportredaktion. Die Bayern, ich meine, das ist schon erstaunlich. Die scheinen ja wirklich in absoluter Höchstform zu sein. In 3 Spielen 20 Tore. Werden wir sowas morgen auch sehen? Ja, das ist wirklich erstaunlich. Vor allem, wer hätte das gedacht? Auch wir beide haben ja in der vergangenen Saison permanent gesessen, wieder ein Trainer abgesagt, stapelweise. Und das war ja alles aus Bayern-Sicht ganz furchtbar. Viele andere Menschen haben sich gefreut, aber aus Sicht der Bayern war das natürlich ganz furchtbar. So, dann haben wir uns alle über Leverkusen gefreut in der vergangenen Saison, muss man ja auch mal sagen. Fantastische Leistung, du hast es gerade schon gesagt, diese Sieg- oder ungeschlagene Serie, fantastisch. So, jetzt kommen die morgen aufeinander und das wird total spannend, weil was Vincent Kompany, also der neue Trainer der Bayern, da geschafft hat, ist wirklich höchst respektabel. Der hat auch eine Art neues Spielsystem dort eingeführt. Ich will da nicht zu tief einsteigen, aber er hat sozusagen vorne und hinten 3 so bestimmte Positionen, die besetzt sind und dazwischen ist unglaublich viel Bewegung. Dass er gute Spieler hat, ist eh klar. So, teilweise herausragende Spieler. Und das setzt die gegnerischen Mannschaften derzeit so unter Druck, exemplarisch am vergangenen Wochenende in Bremen bei Werder. Die waren chancenlos. Da lagen mindestens eine Klasse Fußball zwischen diesen beiden Mannschaften. Bei Werder wurde so gepresst von den Bayern, da ging nichts. So, lange Rede, kurzer Sinn. Was wird Leverkusen dagegen tun? Ich vermute, Leverkusen wird morgen in den Konterfußball gehen. Dafür haben sie fantastische Leute. Ich sage mal erstmal Florian Wirtz. Das könnte ganz spektakulär werden, weil die Bayern werden, vermute ich, voll drauf gehen. Was du sagst, 6 Punkte Vorsprung sind drin. Wir werden versuchen, Leverkusen zu ersticken in deren Fußball, weil die spielen Ballbesitzfußball. Bayern spielt dermaßen Tempofußball im Moment. Also Leverkusen soll versuchen, darüber zu kommen und das dort zu. Also ich glaube, das wird spektakulär. Ich bin mir aber nicht sicher, dass Bayern gewinnt. Aha, interessante Wendung. Denn ich meine, die Bayern, du hast ja angesprochen, die haben im Grunde genommen eine Art Neustart. Neuer Trainer, ein bisschen andere Kriterien, neue Stimmung offenbar auch im Team. Das ist bei Leverkusen natürlich ganz anders. Ich meine, es ist ja immer schwierig, nach so einer absoluten Top-Saison dann das Niveau überhaupt zu halten. Das ist das eine. Das spricht sozusagen eher für die Bayern. Was für Leverkusen spielt, kommt aber auch daraus. Sie haben eine eingespielte Mannschaft. Die sind da, die haben sich noch ein bisschen verstärkt, die haben keinen maßgeblichen Spieler verloren, 1, 2 Verletzungen im Moment, aber das ist normal, das können sie ersetzen. So. Schafft Alonso den nächsten Schritt mit dieser Mannschaft? Der nächste Schritt wäre, mindestens so gut zu sein wie im letzten Jahr oder noch einen Tick besser, noch variabler. Und ich glaube, morgen ist die Chance für Leverkusen und für Alonso, das zu zeigen, dass wir gegen so ein klasse Team wie die Bayern erfolgreich spielen können. Und man darf eins nicht vergessen, bei all diesen tollen Toren, Bayern hat im ersten Spiel gegen Wolfsburg wahnsinnig Glück gehabt. Wenn die Wolfsburger das besser gibt. Die führten 2-1 in der Mitte der zweiten Halbzeit, die Wolfsburger. Es gab ein Eigentor der Wolfsburger und ein Tor von Gnabry in der, 92. Minute. Das war der Sieg. Hinten sind die Bayern weiterhin verletzlich. Das ist so. Sie haben auch keine Verstärkung sich dort. Jedenfalls in der Innenverteidigung, in der Zentrale haben sie keine Verstärkungen bekommen. Da wird die Chance liegen, der Leverkusener. Ich bin natürlich journalistisch neutral, aber es wäre für die Liga natürlich spannend, wenn Leverkusen da morgen was bewegen kann. Ja, komm jetzt, mach mal Butter bei die Fische, Christian. Wie geht's aus? 2-3 für Leverkusen. Oh, meine Güte, die Latte hängt ganz schön hoch. Danke dir, Christian.